Lieber Schütze, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich im Schwitzkasten. Was genau hält dich momentan im Schwitzkasten? Blockaden, Beklemmungen, der Atem stockt. Schauen wir uns das mal genau an. Und selbstverständlich Lösungsansätze, das daraus resultierende. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze im Schwitzkasten. Wow. Einsamkeit. Fühlst du dich alleine, gar einsam? Doch, allein ist ein jeder, lieber Schütze. Einsam ist man nur, wenn man nicht verbunden ist. Du setzt dich sehr damit auseinander, mit dem Thema Alleinsein, Visit Einsamkeit. Man kann sagen, ich bin allein, aber ich fühle mich nicht einsam. Doch hier ist etwas Tieferes bei dir. Du verspürst Kälte in dir, um dich herum. Du machst das Umfeld für diese verspürte Kälte verantwortlich. Doch wisse, niemand außer dir selbst ist verantwortlich für dein Leben. Wisse, dass immer alles perfekt ausgerichtet ist, in perfekter Balance ist. Jetzt wirst du aufstöhnen und sagen, warum ist es perfekt, wenn ich mich alleine fühle? Was möchte dir diese Situation sagen, lieber Schütze? Was möchte sie dich lehren? Blicke hinter die Kulissen. Stelle dir einen Herrscher vor, einen Kaiser. Dieser entscheidet allein, hat das letzte Wort, ist allein auf seinem Thron. Er ist nicht einsam, er regiert alleine. Und so übertrage das auf dein Leben. Der Kaiser hat ganz viele, in dem Fall, die für ihn arbeiten, die ihm zuarbeiten, die ihn beraten. Das ist doch auch bei dir so, nicht? Noch eine Karte. Du möchtest Freiheit. Doch die Freiheit kannst nur du dir selbst schenken. Heraus aus der Gedankenschleife. Ah, wie wunderbar die Karten, sie kommen immer genau richtig zu den Worten, die ausgesprochen werden. Danke, Spirit. Aus der Gedankenschleife, dem Hamsterrad der Gedankenschleifen, des Selbstmitleides, kannst nur du selbst ausbrechen. Und schaue, wo betrügst du dich selbst? Wo gaukelt dir dein Ego etwas vor? Es ist alles nur in deinem Kopf, lieber Schütze. Nirgendwo sonst. Pessimismus, Traurigkeit, die Einsamkeit, weil du dich fokussierst auf etwas, auf jemanden, der dir nicht genug Aufmerksamkeit schenkt. Ein Kindheitstrauma, gut möglich, Basis für alles. Schau an und du sagst,
Ich habe so viel zu geben. Warum ist dieses oder dieser nicht bereit, es zu nehmen? Gut möglich, dass du mit einem Wasserzeichen verbunden bist. Dieses Wasserzeichen hat dir den Rücken zugewendet. Beziehungsweise frage dich, war dieses Wasserzeichen dir jemals zugewendet? In welchem Gedankenloop bist du, lieber Schütze? Du stehst da dazwischen. Zwischen Gedanken und Realität. Diese Gedanken fressen dich sogar so auf, dass du in deinem alltäglichen To-Do behindert bist. Du fokussierst so sehr darauf, dass das, was zu verrichten ist, was in deiner Verantwortung ist, mehr schlecht als recht gemacht wird, motivationslos, dir ganz und gar nicht von der Hand gehen möchte. Doch das bestimmst du selbst mit deinen Gedanken. Deine Intuition spricht Bände. Höre auf deine Intuition. Du weißt es doch besser. Tu's zur Seite. Die Leichtigkeit, das Ende dieses für dich schweren Themas, was dich abgetrennt hat von allem, was ist, vor allem von der Quelle, ein baldiges Ende, sofern du dich traust, auf dich zu schauen, dich in wahrem, hellem Licht zu sehen und dann geht's schnell aufwärts. Das Gefühl der Abhängigkeit. Möchtest du, dass jemand von dir abhängig ist, auf das du das Gefühl dadurch bekommst, geliebt zu werden? Wo ist die Manipulation? Von der Manipulation anderer ganz abgesehen. Doch du manipulierst dich doch am Ende eigentlich nur selbst, lieber Schütze. Darum erkenne bitte, dass alles nur in deinen Gedanken ist. Deine Intuition, sie sendet, fasse auf, erkenne und vor allem verbinde dich bewusst mit oben. Schauen wir, was braucht es für den Schützen, dass der Schütze aus dem Schwitzkasten kommt. Und du stehst da und sagst, warum sieht man mich nicht? Oder warum sieht dieser Mensch mich nicht? Mit all meinen Wunden. Ich bin so tapfer, so stark. Lieber Schütze, gib es dir selbst. Ja, das Erkennen, dass diese Sehnsucht als Basis vollkommen kontrovers ist, denn der Grund ist ein ganz anderer. Das, was du jetzt lebst, ist die Ursache. Wir machen weiter im Extended, lieber Schütze. Schauen uns an, worum es da gehen mag, wie du herauskommst, was es dazu braucht und das daraus Resultierende. Bis gleich, lieber Schütze. Ich freue mich auf dich. Ciao.